Jo Leute und herzlich willkommen zu Battlefield 6. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier aktuell in Battlefield 6 in meinen Statistiken. Man sieht, ich bin Sanitäter, ich habe die Kampfengel-Sachen freigeschaltet, bedeutet, ja, ich habe die Challenges erledigt für die Klasse. Wir sehen, ich habe den Skin Gegenschock für die NATO freigeschaltet und da gibt es auch noch die Pax Armada, dafür habe ich auch einen Skin freigeschaltet, das sind beides wunderschöne Skins, genau der Kupferpuls. Ich habe jetzt hier ein Gameplay vorbereitet. Das Gameplay ist, sage ich mal, voraufgenommen. Wie gesagt, heute ohne Facecam. Ich wollte einfach noch mal ein bisschen über Battlefield 6 sprechen. Also, das Spiel ist wirklich gelungen. Es ist ein Mix aus Battlefield 3 und 4. Ich finde es sehr gut, sehr geil, das Spiel. Mir macht es sehr viel Spaß. Ich spiele den Versorger, das ist eigentlich der Sanitäter und der Versorger. Wer Battlefield 3 und 4 gespielt hat und auch Battlefield 1, der weiß, waren eigentlich beides jeweils einzelne Klassen. Der Versorger hat in der Regel Munition zur Verfügung gestellt und zum Beispiel so Sachen dabei gehabt wie einen Mörser, einen tragbaren, ja. Und der hatte meistens auch LMGs als klassenspezifische Waffe. Was haben sie jetzt geändert? In Battlefield 6 sind sie zum Glück im Gegensatz zu Battlefield 2042 wieder zurückgegangen zu den klassenspezifischen Einschränkungen teilweise. Also es gibt wieder die Klassenversorgung. Das ist in dem Fall der Mix aus Medic und Versorger, wie schon angesprochen. Du hast weiterhin den Angriff, den wir aus Battlefield 1 kennen, also ja, Sturmsoldaten. Du hast weiterhin den Pionier, der Fahrzeuge reparieren kann und auch zerstören kann mit einem Raketenwerfer. Und du hast den Aufklärer, der halt Aufklärpunkte sammelt und Leute aus der Ferne eliminiert. Diese Klassen haben zugewiesene spezielle klassenspezifische Waffen, aber sie sind nicht darauf festgesetzt. Es gibt Spielmodis, ja, in denen das tatsächlich explizit festgesetzt ist. Das kann man auch über den Serverbrowser explizit suchen, wenn man darauf Lust hat. Ich selber bin eben Battlefield 3 und 4 und 1 Spieler gewesen und sage, für mich fühlt es sich besser an, wenn die Waffen eingeschränkt sind. Ja. Trotzdem hast du hier, wie im Battlefield 2042, zum Schluss, ja, wie es dann ja im letzten Update oder in den letzten paar Updates dann auch endlich mal umgestellt worden ist, dass die anderen Waffen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Versorger ein Sturmgewehr spiele, die sich bei mir nicht so gut anfühlen werden wie mit einem Sturmsoldaten. Das gleiche gilt auch für die LMGs, das gleiche gilt auch für die Scharfschützengewehre. Also jede Klasse hat hier Vorteile, die die anderen Klassen nicht nutzen können mit den Waffen. Ja. Es ist relativ easy, sag ich mal, zu verstehen. Und wer trotzdem Bock hat, sag ich mal, MP zu spielen oder Sturmgewehr zu spielen mit einer anderen Klasse, kann das tun, hat aber gewisse Einschränkungen. Ich finde das Spiel an sich wirklich nicht schlecht, dass sie den Defibrillator wieder zurückgebracht haben, dass du Leute auch aus der Deckung rausziehen kannst, wenn sie liegen, als Sanitäter oder auch als Squadmate. Das haben sie ja in Battlefield 5 so gemacht. Du konntest Squad-Mitglieder wiederbeleben und die dich explizit, also auch wenn da kein Sanitäter mit dabei war, haben sie zurückgebracht. Die Messeranimationen, wenn du jemanden von hinten eliminierst, du bist weiterhin in der First Person, es wird nicht mehr auf Third Person umgeschaltet, finde ich viel besser. Die Waffen fühlen sich knallig an. Das Zerstörungserlebnis ist wieder da. Es ist wirklich wieder alles richtig gut. Du hast überall Explosionen und Zerstörung. Die Maps fühlen sich auch an wie Kriegsgebiete. Einer der Kritikpunkte aus Battlefield 2042 damals. Ja, also das Spiel ist für mich sehr gelungen. Persönlich muss ich sagen, weil ich davor einmal den Medic gespielt habe und wir jetzt den Versorger haben, der eben eine Medic-Tasche mit Munition wirft. Also das ist eine 2-in-1-Tasche und einen Defibrillator dabei hat. Und dann aber eben klassenspezifischen LMG dabei hat. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig für mich da zu sagen, ja,
Da komme ich gut mit klar. Am Anfang habe ich da echt eine Weile lang gebraucht mit dem LMG. Mittlerweile liebe ich die LMGs, weil du bist halt, also muss man auch mal ganz klar sagen, egal welches LMG du spielst, bis auf, ich glaube, das DSR 104 oder so, was im Endeffekt ein Sturmgewehr ist, wenn man es spezifisch baut. Ja, und auch die RPM oder RPK, also eine AK-Variante wieder vom LMG, hast du eigentlich sonst kaum leichte LMGs. Die haben mindestens alle meistens 50 Schuss im Magazin, also spielt man es auch dementsprechend. Du bist halt gezwungen, nicht mehr so schnell zu spielen. Du bist halt langsamer dadurch. Was aber nicht schlecht ist, ja? Weil natürlich als Versorger, sag ich mal, solltest du ja schon die Möglichkeit haben, deine Teammitglieder aus den brenzligen Situationen wieder rauszuholen. Also wie der Typ da hingeflogen ist zu mir, wirklich, das war wunderschön. Ja, jetzt kommt ein Dreierkill, wo die da alle an der Bombe liegen. Im Übrigen zur kurzen Erklärung, ich spiele hier Rush. Du hast einmal 2 Bomben, die musst du aktivieren oder deaktivieren. Das ist im Endeffekt wie Sabotage in COD oder Suchen und Zerstören. Nur in Suchen und Zerstören hast du nur ein Leben pro Runde, das hast du hier nicht. Du hast insgesamt 75 Leben fürs gesamte Team als Angreifer. Du musst diese beiden Bomben legen. Wenn du die Bomben erfolgreich gelegt hast und die Geräte hochgegangen sind, dann bist du erfolgreich gewesen, nimmst den Sektor ein, dann rückst du weiter auf der Map vor. Das heißt, es ist im Endeffekt nicht ganz so groß wie Eroberung, die Map, aber sie hat einen großen Teil, sag ich mal. Es ist meistens relativ infanterielastig. Die Map, die wir aktuell spielen, ist auch Kairo. Finde ich eine sehr geile Map, gab es auch in der Beta. Ist sehr infanterielastig, die Map. Feiere ich sehr. Auch wenn ich Eroberung große auch gern feiere. Ja, aber nochmal auf die Versorgerklasse und auf dieses ganze Drumherum zu sprechen zu kommen mit dem Squad. Es ist halt wirklich geil. Du hast halt keine Probleme, was die Munition angeht, weil du hast natürlich meistens ein LMG dabei, was mindestens 50 Schuss hat. Damit kannst du locker 3 Gegner, 4 Gegner am Stück, wenn nicht sogar 5 eliminieren. Mit 100 Schuss Munition geht dann noch ein bisschen mehr und du kannst die Gegner auch daran hindern, durch bestimmte Gänge zu laufen, indem du einfach Unterdrückungsfeuer reinhältst. Du bist halt langsamer, das heißt, du bist auch natürlich auf Squad-Mitglieder wie ein Sturmser dann angewiesen. Der ist auch jetzt mit einer Schrotflinte und einem Sturmgewehr ausgerüstet und einer Pistole, hat also 3 Primärwaffen dabei. Ja, 3 Schusswaffen dabei, 2 Primärwaffen. Seine Munition ist zwar zwischen diesen Waffen aufgeteilt, aber der macht den Weg frei. Ja? Und der kann auch statt dem Aufklärer wie in Battlefield 3 und 4 einen Spawnpunkt setzen, Spawn bieten. Finde ich gut, finde ich nicht schlecht, die Änderung. Und durch seine, sage ich mal, schwer zu handelnde Munition ist er halt gezwungen, auch beim Team irgendwann wieder zu bleiben oder an Versorgungstaschen zu gehen. Es sind Mechaniken übernommen worden aus Battlefield 5, glaube ich, dass du, boah, das war nasty, was jetzt kommt, ja, der Messerkill, geil. Konntest du von Mitgliedern wie Medics zum Beispiel die Heilung einfach nehmen, während sie vor dir hergelaufen sind oder vor dir standen, ohne dass sie in die Tasche werfen mussten. Das haben sie übernommen. Das gleiche hat auch gegolten für einen Versorger. Also ich finde es an sich nicht schlecht. Mir macht das Spiel Spaß. Du hast Funktionen, wie die weiterentwickelt worden sind, wie jetzt das, was in Battlefield 5 mal angefangen worden ist und auch geteasert worden ist damals beim Wiederbeleben. Du hast entweder einen Defibrillator oder, ja, sagen wir eine Spritze, also ein Defibrillator ist es ja eigentlich. Oder wie jetzt gerade, du wirst gezogen. Ja, du kannst den Teammate nehmen und kannst ihn hinter eine Deckung ziehen. Das kann auch nur die Medic-Klasse relativ schnell erledigen. Und das ist auch die einzige Klasse, wenn die dich wiederbelebt, wo du Full Leben hast danach. Warum ich das sage, weil Squad-Mitglieder dich wie in Battlefield 5 auch wiederbeleben können. Durch das Ziehen, ohne dass sie einen Defibrillator dabei haben. Aber sie werden dich nur mit halbem Leben wiederbeleben und sie werden auch nicht, sag ich mal, dich so schnell wie du es kannst, hinter Deckung ziehen können. Ja? Also ich glaube, der Versorger kann das 2 Sekunden schneller und der zieht auch irgendwie 2 Sekunden schneller. Finde ich auf jeden Fall eine sehr geile Funktion.
Insgesamt, wie gesagt, das Battlefield ist super, ist für mich sehr gelungen. Es ist halt ein Casual-Spiel, was ich auch sehr gut finde, dass es mal wieder ein Casual-Spiel gibt, wo du nicht mit SBMM voll bombardiert wirst. Das muss man auch klipp und klar sagen. Also COD hat die letzten Jahre so einen Fick darauf gegeben, was die Leute wollten. Und Battlefield 6, sag ich mal, war das, was wir jetzt gebraucht haben. Ein gutes Battlefield, was sich wie Battlefield tatsächlich auch anfühlt. Wo du auch nicht das Problem hast, wo du dir danach denkst, boah, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Warum muss ich jetzt hier wieder am Abend, wenn ich eigentlich in Ruhe zocken will, ein bisschen mal mein Hirn ausschalten will, mich wieder übel anstrengen im Game. Das hast du hier halt nicht. Insgesamt finde ich das Game echt geil, ja. Also hier ist vieles richtig gemacht worden. Liegt auch daran, dass Vincent Zampella, Entschuldigung, der Macher und Erschaffer von Respawn, ja, und auch Titanfall und Titanfall 2, damit meiner Lieblings-Shooter-Serie, der hat hier mitgewirkt. Du merkst es auch. Es ist trotzdem auch sehr viel Community-Feedback verarbeitet worden über Battlefield Labs. Ja, also sie haben hier diesmal wirklich Gas gegeben, dass das Grundgerüst wirklich passt und hier wird eng mit der Community zusammengearbeitet. Hier gibt es keine, sage ich mal, Excuses. Also wirklich Top-Spiel. Die Zerstörung ist wieder on point, nicht wie in Battlefield 2042, dass du keine Zerstörung hast. Die Maps sehen wieder aus wie Kriegsgebiete. Ja. Die Spezialisten gibt es nicht mehr, bin ich froh, wirklich gottfroh drum. Du hast zwar jetzt die Season 1, die gestartet ist, mit einem Battle Pass und auch einem Free-to-Play Battle Royale, aber ich sag's mal ganz ehrlich, wem das taugt, kann das gerne machen. Es ist halt auf Battlefield-Niveau das Battle Royale, du hast halt viel Zerstörung. Aber ich sag's mal so, es ist wirklich nicht schlecht. Also du hast auch von der Bewegung her, du kannst rutschen, du kannst auch nach dem Rutschen einmal Bunny hoppen, sage ich mal, einmal springen. Kann man gut nutzen, um aus Situationen zu entkommen. Hier ist halt wirklich darauf geachtet worden, dass es nicht so krass ist wie in COD teilweise es war mit dem Bunny hoppen. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so reduziert worden, dass es halt kein, sag ich mal, Dauergehoppe gibt. Also du hast nicht irgendwie das Problem, dass Spieler nur durch ihre Bewegungsskills sich outplayen können. Es ist schon grounded. Es ist, wie ich sage, im Casual Game. Die Zerstörung ist on point. Die Maps sind verschieden gebaut worden. Also Kairo ist eine sehr infanterielastige Map. Du hast maximal Infanteriepanzer und vielleicht, glaube ich, einen leichten Jeep. Mehr hast du nicht. Du hast teilweise Maps, die sind sehr auf Fahrzeuge gebaut, wenig Deckung, wenig Gebäude, sehr viel freie Fläche. Hast auch gute Mixes, also Manhattan Bridges finde ich ein guter Mix. Du hast trotzdem Helikopter etc. Finde ich, es ist einfach super. Ich finde die Modi super. Ich finde es super, dass du trotzdem nicht gezwungen bist, nur mit Modis klarzukommen, wo du keine einzige Klassensperre drin hast. Du kannst sagen, wenn du Klassensperre spielen willst, du gehst jetzt in personalisierte Suche oder in Portal, in den, sag ich mal, Serverbrowser und suchst dir eben deinen Modus raus. Du kannst aber auch, wenn du keine Lust drauf hast, auf klassenspezifische Waffen und mehr spielen willst, als nur die Karabiner oder die DMRs, wobei ich sagen muss, eigentlich müsste das reichen. Haben sie in Battlefield 4 damals ja auch gemacht und war super. Aber na gut, ist mal dahingestellt. Schrotflinten sind, glaube ich, auch nicht klassenspezifisch tatsächlich. Finde ich super. Also wirklich, es ist einfach ein Casual-Spiel, es ist ein geiles Spiel. Ja, aber was habe ich da noch viel zu erzählen? Zusammengefasst gibt es da nicht mehr viel zu erzählen. Das war's dann soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Enjoyt das Video weiterhin. Es gibt jetzt noch ein paar Clips. Lasst ein Like da, abonniert, kommentiert. Wir sehen uns. Ciao.